Hallo, mein Name ist Jorge und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Kuba. Zuletzt habe ich öfter die Anfrage bezüglich dem Geld in Kuba bekommen, auf ja, was muss man als Tourist achten, wo tausche ich am besten Geld, wie viel Geld muss ich überhaupt mitnehmen. Dieses Video hatte ich sowieso schon in Planung, jedoch eigentlich nach meiner Vlog-Serie. Da sich die Fragen aber jetzt häufen und die Vlogserie noch ja, eine Weile andauern wird, habe ich mich dazu entschieden, dieses Video zum Thema Geld in Kuba bereits heute aufzunehmen. Wenn dir Themen rund um Kuba gefallen, abonniere meinen Kanal, denn hier gibt es genau das. Okay, dann lasst uns mal starten. Warum verliert der Peso immer mehr an Wert? Hierzu müssen wir ein bisschen in die Vergangenheit schauen. Kuba hatte zuletzt den CUP und den COC, also den Peso Cubano und den Peso Convertible, also die Devise. Der US-Dollar war verboten und in Kuba gab es den COC, welcher 1:1 an den Dollar angeglichen war. Der COC wurde vor einem Jahr am 01.01.2021 abgeschafft. Ab diesem Zeitpunkt gab es offiziell nur noch eine Währung, den CUP. Die COC-Geschäfte, welche mit den ehemaligen Intershops der DDR grob vergleichbar sind, blieben bestehen. Jedoch wurde das Zahlungssystem umgestellt. Dies geschah schon einige Monate vorher und breitete sich auf alle ehemaligen COC-Geschäfte aus. Aus ihnen wurden die heutigen MLC-Geschäfte. In den MLC-Geschäften kann man nur per Kartenzahlung einkaufen, und zwar in US-Dollar. Alle ausgewiesenen Preise sind in Dollar. Und auch wenn ihr mit eurer europäischen Kreditkarte zahlt, erfolgt hier eine tagesaktuelle Umrechnung. Zu den MLC-Geschäften plane ich jedoch noch ja, ein separates Video. Es war mir nur wichtig, das MLC-System an dieser Stelle kurz zu erwähnen, um verstehen zu können, wieso der Peso seinen Wert verliert. So. Der COC existiert also nicht mehr und die Einkaufsmöglichkeiten erstrecken sich auf MLC-Geschäfte, zu denen viele Kubaner keinen Zugang haben. Aus den normalen Geschäften verschwinden mehr und mehr Sachen und viele Kubaner sind auf den Schwarzmarkt angewiesen, sofern sie sich mehr als nur die Grundversorgung leisten wollen. Der kapitalistische Grundgedanke findet sich ironischerweise genau hier wieder: Angebot und Nachfrage. Nachdem Kuba das Wechseln von Peso in Devisen wie Euro und Dollar untersagt hat, sind die Preise explodiert. Für Vorsprachen bei Botschaften, für Reisen und Ausreisen benötigt man Devisen. Diese sind knapp. In Zeiten mit weniger Touristen und ausbleibenden Zahlungen von den Familien aus den USA. In der Infobox lasse ich euch mal einen Link da mit einer Seite, in der die aktuellen Peso, Dollar, Euro, MLC-Werte zu finden sind. Wir halten also fest, der Peso hat immer weniger Wert innerhalb Kubas und ja, gar keinen Wert außerhalb Kubas. Da Kuba einen Gegenwert schaffen muss, um unter anderem Schulden begleichen zu können und Importkosten zu zahlen und weiteres, werden die Devisen gesammelt und nicht wieder innerhalb des Landes ausgezahlt. Dies könnte sich in meinen Augen frühestens ändern, wenn wieder ja, die Touristenzahlen erreicht werden, ja, wie sie vor der Pandemie war. Kommen wir zum Punkt Preise in Kuba. Inflation ist normal, weswegen ich jetzt nicht Preise von vor 10 Jahren angeben werde. Schauen wir uns die Preise vor der Pandemie an und wie sie jetzt sind. So zumindest bei 3, 4 Artikeln, damit ihr die ja, Ausmaße versteht, beziehungsweise ja, die prozentuale Erhöhung grob auch auf andere Artikel anwenden könnt. Hat ein Bier vorher 25 Peso gekostet, so kostet es heute zwischen 130 und 200 Peso.
Importbier ist häufig günstiger als die eigene Marke. Hat man vorher mit 50 Peso wie ein König speisen können, muss man heute mit 250 bis 500 Peso rechnen. Die kubanische Straßenpizza hat man vorher für 5 Peso bekommen. Nun zahlt man 25 bis 35 Peso. Eier hat man vorher für 1 Peso bekommen, nun zahlt man mindestens 15 Peso pro Ei. Speiseöl hat man vorher für 50 Peso den Liter bekommen, nun zahlt man 300 Peso. Die Preise sind logischerweise alle nicht festgeschrieben und entwickeln sich tendenziell nach oben. Kommen wir zum Wechselkurs. Wenn ihr in Kuba Geld abhebt oder in der Bank oder der Cadeca tauscht, bekommt ihr nur zum offiziellen Kurs die Peso ausgehändigt. Der offizielle Kurs liegt bei 27 Peso für 1 Euro. Es empfiehlt sich also, ausreichend Bargeld mitzunehmen. Hier kommt es natürlich darauf an, was man vorhat. Macht man einen All-Inclusive-Urlaub mit gelegentlichen Tagestrips, braucht man eher weniger. Ist man eigenständig in Kuba unterwegs, sollte man gut was einplanen. Je nach Bedürfnis sollte man für Essen und Trinken pro Person am Tag mit mindestens 1000 Peso rechnen. Dazu kommen eventuelle Transportkosten und sonstige Kosten. Mit gut 2000 Peso plus sollte man also pro Person pro Tag am besten rechnen. Bei einem 2-Wochen-Aufenthalt kommen wir also auf 28.000 Peso. Runden wir einfach mal auf 30.000 auf. Nun wird es interessant. Mit einem aktuellen inoffiziellen Wechselkurs von gut 100 Peso pro Euro kommen wir hier auf lediglich 300 Euro pro Person. Setzen wir den offiziellen Wechselkurs an, sind wir mit 1.111 Euro dabei. Klug zu tauschen macht also hier einen Unterschied von über 800 Euro aus. Auf der vorhin schon erwähnten Internetseite könnt ihr die aktuellen Tageskurse nachschauen. Der Euro wird aktuell von Tag zu Tag teurer. Das hat natürlich auch zur Folge, dass die Preise im Land auch weiter ansteigen. Aber mit genügend Bargeld sollte das zumindest für den Touristen verkraftbar sein. An dieser Stelle ein kleiner Disclaimer. Dass diese aktuelle Situation alles andere als schön ist, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Meine Familie und die Familie meiner Frau leben beide in Kuba und wir können auch nur bedingt unterstützen. Wir bekommen die Entwicklungen tagtäglich gespiegelt und ja, jeder Tag ist ein Kampf. Schon beim Frühstück, sofern es welches gab, überlegt man, was man am Tag noch essen könnte, beziehungsweise was man sich leisten könnte. Vor der Pandemie hat man gesagt, dass man mit genügend Geld in Kuba eigentlich alles bekommt. Das ist aktuell auch nicht mehr der Fall. Auch mit Geld muss man lange suchen, bis man fündig wird. Und wenn es nichts gibt, dann gibt es eben auch nichts. Wichtig auch der Hinweis, den Unterschied zwischen Havanna und anderen Provinzen zu beachten. In Havanna sind einfach viel mehr Möglichkeiten gegeben, weswegen hier auch die Preisentwicklung vergleichsweise geringer ausfällt als im Rest des Landes. Okay, wo sollte man denn nun sein Geld tauschen? Auf keinen Fall lasst euch auf der Straße anquatschen. Wenn ihr im Hotel seid, fragt die Mitarbeiter. Wenn ihr in einer Casa Particular seid, fragt dort. Oft kaufen die Casa-Besitzer selbst die Euro und wenn nicht, können sie vermitteln. Ich habe bei meinem Aufenthalt nie zum maximalen Preis gewechselt. War der Peso bei 95, habe ich zu 90 getauscht, da ich mir meinen Privilegien bewusst bin. Schaut einfach, was der aktuelle Tageskurs ist und fragt dann an, zu wie viel man das Geld wechseln wollen würde. Lasst euch nicht übers Ohr hauen, aber feilscht auch nicht bis aufs Letzte. Neben den Möglichkeiten über Casa Particular und Hotel gibt es noch die Möglichkeit über Facebook-Gruppen oder generell Gruppen im Social Media. Das ist aber eher eine Möglichkeit, die ich Kubaner-Kenner benennen würde. Die einfacheren Wege oder der einfachere Weg ist dann halt doch über die beiden Erstgenannten.
Oft werde ich auch gefragt, ob man mit Euro in Kuba zahlen kann und ob es überhaupt Sinn macht, Peso zu tauschen. Also grundsätzlich könnt ihr mit Euro zahlen, denn das wird gerne angenommen. Es empfiehlt sich hier jedoch immer genauer hinzuschauen. Der Wechselkurs entspricht hier meistens bei weitem nicht den es auf dem freien Markt gibt. Es empfiehlt sich also tatsächlich, die Euro vorher zu tauschen und in Peso zu bezahlen. Und das gilt eigentlich grundsätzlich. Wenn ihr sparen wollt, zahlt in Peso. Natürlich nur vorher zum inoffiziellen Kurs getauscht. Wir halten also nochmal fest, zur jetzigen Zeit nach Kuba zu reisen könnte einer der teuersten Urlaube deines Lebens werden oder ein recht preisgünstiger. Es hängt davon ab, wie viel Bargeld du dabei hast und zu welchem Kurs du tauschst. Ich hoffe, ich konnte soweit alle Fragen beantworten, die mir zuletzt öfter gestellt wurden. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Kostet euch nichts und ja, ich freue mich darüber. Das nächste Video ist dann wieder ein Video aus der Vlog-Serie. Von daher bis dahin, Saludos, ciao.